Moin meine Lieben, hier ist Shop Move an VR, ich bin Mo Tensen und ich bin ja im echten Leben 3D-Grafiker. Deswegen habe ich einen krassen Augenmerk bei solchen Details in Spielen, wie zum Beispiel bei Star Wars, Tales from the Galaxy's Edge, der Enhanced Edition für PlayStation VR 2. Ja, die hat mich echt ganz schön überrascht, denn damals, als es angekündigt wurde, war überhaupt nicht klar vom Trailer her, dass das so stark überarbeitet ist. Und dementsprechend bin ich natürlich begeistert. Ich habe jetzt noch mal in der Quest die gleichen Locations besucht und euch ein A-B-Video gemacht, ja, so gut wie möglich. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, da mit einem brauchbaren Zeitaufwand auch hinzukriegen. Deswegen, Achtung, Achtung, es wird wackelige Kameras geben. Ich habe jetzt auch am Ende einfach noch mal schnell drüber moderiert, damit ihr ungefähr wissen müsst, wo ihr hingucken könnt. Das ist hier nur für Nerds. Das ist kein Bilderbuch-A-B-Vergleich, sondern einfach nur, weil mir das echt Freude macht. Und ich muss auch dazu sagen, die Quest ist natürlich jetzt einfach ein mobiles Gerät und 2,5 Jahre alt. Das ist klar, dass die nicht die Leistung einer PlayStation 5 mit der PlayStation VR 2 hat. Ich bin trotzdem überrascht, dass ILM da so krass den Job gemacht hat. Allerdings auch auf beiden Plattformen, ja. Auch die Quest-Version war schon richtig gut. Nur die PlayStation-Version holt auch aus dieser Maschine jetzt echt was raus. Ich würde mir wirklich wünschen, dass das viele Entwickler so machen und dann mache ich gerne auch weitere Vergleichsvideos dazu, wenn das euch gefällt. Und jetzt viel Spaß bei diesem Video. Krasser Job von ILM auf beiden Plattformen. Ich bin ernsthaft begeistert. Das Spiel ist an sich auch wirklich schön und empfehlenswert. Viel Spaß dabei. Ja, so, da sind wir drin. Das ist die PSVR 2 Version. Bisschen dark und atmosphärisch beleuchtet. Zack, Quest. Alles bisschen bunter, Atmosphäre fehlt und achtet mal drauf, hier reflektiert gar nichts. Ja, alles sind flache Tapeten. Ähm, Das ist in 2D, finde ich, tatsächlich gar nicht so prägnant auseinanderzuhalten. Hier sieht man es jetzt deutlich. Rechte Textur, sehr low aufgelöst und einfach nur Tapete. Links arbeitet Licht und Kratzer und da ist richtig viel los. Ah, sehr schön. Ja. Dann haben wir hier Brushed Metal auf der linken Seite und rechts einfach nur eine sehr low aufgelöste Textur, die Brushed Metal mal irgendwann gesehen hat. Dieses Lack hat tatsächlich recht hohe Auflösung, also von der Textur her, auch auf der Quest. Aber ihr seht, das ganze Echtzeit-Schattenzeug und Licht und so ist natürlich da nicht. Ist okay. Hier, Tischplatte, guter Vergleich. Es ist nahezu dieselbe Textur rechts, nur einfach mit einer halben Auflösung und ohne jegliche Reflexion oder noch nicht mal einfaches Fond-Shading-Licht oder so. Ja. Ja, doch, an der Tischkante sieht man so ein bisschen, dass da Licht arbeitet, aber das ist dann eine ganz andere Geschichte. Und hier bin ich ziemlich lange drauf. Ja, es sieht einfach auf der PSVR 2 einfach geil aus. Ne? Auch das grüne Licht hinten reflektiert sich auf der Tischplatte. Sowas sieht man halt dann auf der Quest gar nicht. Hier ist es gar nicht so prägnant zu sehen, wie low die Auflösung auf der Quest ist und da spielt nichts. Ja, das ist einfach eine Tapete. Links hat man nicht nur Lack, sondern darunter spürt man auch Metall. Vorne dieses goldene oder Bronzestück eindeutig. Da reflektieren sich sogar die Hände auf der PSVR. Hier ist rechts dann gar nichts los. Das ist einfach nur eine Grafik. Ja, schöne Geschichte. So, dann scannen wir mal den kleinen Kerl. Hier sieht man es ganz gut, ja, der hat einfach links, das Bild rechts jittert ein bisschen bei der Quest jetzt. Der hat einfach auch nahezu dieselbe Geometrie, auf der linken Seite allerdings höhere Auflösung. Auch hier direkt der Vergleich. Ich finde, dass die Quest-Version aber auch einen gewissen Charme hat, muss ich sagen. Ja, das ist wirklich gute Grafik für Quest-Verhältnisse. Es ist alles ein bisschen bunter und so, das hat mir auch gefallen. Ja. Auf der PlayStation VR sieht das halt alles Mühe realistischer aus. So, hier war auch ein interessanter Punkt, denn der Monitor reflektiert auch auf der Quest ein bisschen. Ja? Seht ihr das? Auf der PlayStation natürlich prägnanter. Das Brushed Metal oben, Quest Tapete, auf der PlayStation wandernder Reflexion, da ist richtig viel los. Ja, okay. Hier nebenan achtet mal auf den Bereich, der rechts rot ist. Ja? Bei der PlayStation glänzt und reflektiert und kratzt, bei der Quest einfach nur rot. Aber die Texturauflösung am Armaturending ging auch klar, fand ich. So, hier die Tür, links arbeitet alles, ja, da ist sehr viel Lichtreflexion und Changierung. Bei der Quest halt gar nicht so, einfach Grafik.
Hier dasselbe. Der Boden, ja, alles voller Reflexionen auf der PlayStation VR 2 Seite. Quest nichts. Und jetzt spielen wir zwischendurch mal ein bisschen Entspannungsmusik. Yay! Dum, 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 dum. Ja. Das fühlte sich tatsächlich ähnlich an auf beiden Geräten. Da habe ich jetzt nicht so auf die Texturen geachtet. So, der Kollege sieht auf der Quest tatsächlich erstaunlich gut aus. Das 3D-Mesh ist wirklich dasselbe, würde ich mal sagen. Die Texturauflösung ist links höher und links hat es auch noch Belichtung. Ja, das seht ihr, von links unten kommt rosanes Licht, von vorne so gelbes Licht. Und das Mesh und die Animationen sind aber wirklich dasselbe. Es ist einfach nur aus den Möglichkeiten mehr gemacht. Die Texturauflösung auf der Quest sah auch gut aus, aber nicht so hoch wie auf der PlayStation. Das hier ist auch interessant. Hier haben sie sich dafür entschieden, den Raum auf der Quest ein bisschen diesiger zu machen. Der ist auf der PlayStation sehr, sehr klar und saftig. Yeah, 3CPO. Sieht auch auf der Quest super gut aus, finde ich. Auf der PlayStation allerdings unfassbar. Hier der gute Roboter aus Rogue One. Ja. Und auch hier muss ich sagen, in 2D sieht man eigentlich nicht wirklich so doll Unterschiede, aber in VR finde ich das enorm. Hier der Body von dem Roboter, links absolut glänzend und reflektierend, rechts einfach nur Textur, die einen Glanz reingearbeitet hat. Ja? Der bewegt sich aber nicht, das fällt halt dann krass auf. Das Teil hier sieht fast genauso aus auf beiden Maschinen und das hier auch. Das fand ich ganz interessant. Ja? Sah auch auf der Quest gut aus. Jetzt gehen wir mal hier hin. Da ist wieder so ein gelber wie heißt der, R2D2-Kopf. Ja, auch hier, da ist der Glanz bei der Quest rechts mit eingearbeitet in die Textur. Hier sieht man das Material auf der linken Seite glänzt. Ups. So, jetzt sind wir draußen und hier ist mir nochmal aufgefallen, dass wirklich alle Felsen viel, viel eckiger wirken auf der Quest. Ich glaube, dass die Geometrie darunter tatsächlich dasselbe ist, aber auf der PlayStation VR sind so Bump- und Normal-Maps drauf, die einfach mehr Strukturen erzählen. Es könnte auch sein, dass da noch so eine Art Smoothing drauf ist. Da würde ich aber nicht die Hand für ins Feuer legen. Da sieht man gerade, wie ich rechts auf die super harten Kanten zeige. Auch hier Felskanten sehr, sehr hart. Die werden alle auf der PlayStation abgesoftet und haben mehr Details. Auch wenn ich jetzt mit dem Blaster schieße, das Licht arbeitet halt in viel, viel mehr Details am Felsen. Hier sieht man es auch nochmal die Kante. Ja? Guck mal die Felskante rechts auf beiden Versionen an. Auf der Blaster übrigens. Der Blaster sah auch auf der Quest schon ganz schön cool aus. Da hatten sie auch so Kratzer und Reflections. Hier nochmal Thema Texturauflösung und einfach der Lichteffekt beim Schießen. Links ja, rechts nicht. Und guckt auch den Felsen rechts an, wie die sich unterscheiden. Ja, hier ist so eine Textur draufgeschmobbelt. Links sieht es aus wie Felsen. Bei der PlayStation, ja. Jetzt gehen wir mal einen Weg hoch, achtet mal auf den Boden, die Strukturen und Elemente, was da arbeitet, alles. Sehr schön. Und hier schießen wir ein paar Fraggles, während wir links rumgucken. Hier geht's in die nächste Area. Ja, hier sieht man eigentlich auch wieder schön, ne? Die ganze Lichtstimmung auf der Quest finde ich eigentlich auch ganz nett. Die ist halt immer so ein bisschen more Disney gewesen, alles ein bisschen bunter und quietschiger. Ich finde, es geht aber klar, das passt zu Star Wars auch. So, hier sieht man wieder ganz gut, dass auf der Quest natürlich nichts leuchtet, wenn die Schüsse fliegen. Ist eine subtile Geschichte, aber macht einen riesen Unterschied. Ja, hier auch wieder Felsen, es leuchtet beim Schießen, Quest nicht, aber auch nochmal ganz prägnant Texturauflösung. Guckt mal links, wie sich die Berge anfühlen und jetzt rechts auf der Quest, ich gehe da gleich close ran an den Felsen, na komm, geh schon ran, na mach. Da sieht man wirklich dann, okay, das wird immer unscharf, wenn man rangeht, weil die Texturen einfach nicht so hoch aufgelöst sind. Von der Entfernung sieht es immer cool aus. Aber wenn man direkt mit dem Kopf dran vorbeigeht, dann, ja, hier sieht man, es ist Feierabend, ne? Es wirkt dann wirklich matschig. Und das hat man auf der PSVR, wenn man mit dem Kopf an die Felsen geht, gar nicht. Hier sieht man es auch gleich nochmal sehr, sehr prägnant. Das ist dieselbe Szene. Ja, hier, guckt euch mal den Felsen an, boom. Da sieht man es sehr gut. Das blurrt dann extrem. Das kennen wir alle so ein bisschen, ne? Von anderen Geschichten. Auch hier der direkte Vergleich mit demselben Felsenstück. Absolut blurry und links sehr gut. Die Polygonkante ist aber auch links sehr hart, ja, also deswegen.
Hier auch, wenn ihr euch das Reingehen, spult gerne nochmal zurück, das Reingehen anguckt und die Felsen vergleicht. Hier ist einfach mehr Detail in diesem grünen Säurebad etc. Und jetzt gehen wir rein und gucken uns nochmal diese Metallplatte an. Ja, also hier reflektiert sogar das Ding unsere Hände auf der PSVR-Seite. Auf der Quest-Seite ist da tatsächlich so ein Fond-Effekt. Also das glänzt auch ein bisschen, aber es gibt natürlich keine Reflexion, sondern nur Texturen, die auch deutlich geringer aufgelöst sind. So, hier stehen wir nochmal draußen rum. Ich finde, auf 2D sieht das sogar auf der Quest immer alles echt okay aus. Ja, aber die Felsen haben halt hier auch einfach mehr Details und da spielt das Licht viel, viel mehr drin als bei der Quest. Und ja, jetzt schwenken wir so ein bisschen rum. Bum, 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 bum. Alles klar. Und tschüss. Na komm, reicht. So, hier auch Quest rechts, ne? Man sieht es, wenn man rangeht, dann wird immer alles geblurrt, weil die Texturauflösung nicht hoch ist. Hier auch nochmal ganz klar, der Kopf, krasse Reflexion. Meine Hände reflektieren sich da drin, auf der Quest nicht. Und bei dem jungen Mann sieht man das jetzt auch sehr deutlich. Die Texturauflösung rechte Seite ist halt die Hälfte von der PlayStation und es ist nur eine Textur. Da spielt kein Glanz, nichts drin. An den Augen des Roboters kann man es gut sehen. Ja, der ist hier metallisch und bei dem rechten Freund ist hier einfach nur aufgeklebte Grafik. Das Ding hier sieht sogar von Weitem ganz, ganz ähnlich aus, nur dass wir natürlich keinen Schattenwurf auf der Quest haben. Auch hier bei diesem Brushed Metal sieht man deutlich die geringere Texturauflösung und keinerlei Glanzeffekt, sondern einfach nur Textur, die halt ja, so tut, als wenn sie Metall ist. Kann man machen. Da, die Felsen leuchten wieder nicht, war klar. Hier finde ich, ist der Unterschied auch in 2D gar nicht zu transportieren, wie anders das auf der PlayStation aussieht, ja, durch dieses ganze Glänzen des Lichtes auf den Felsen. Da machen die Strukturen sehr, sehr viel aus. Das hat die Quest einfach in dem Moment nicht. Ich finde, in 2D sieht das hier tatsächlich immer sehr okayisch ähnlich aus. Aber lasst euch nicht täuschen. Aber trotzdem Kompliment an die Entwickler. Auch auf der Quest haben sie da wirklich fett was rausgeholt. Guckt euch mal die Felsstrukturen an vor diesen weißen Häusern. Ja, da sieht man auch schönen Unterschied. Und ja, jetzt wackele ich ein bisschen hin und her. Aber ich glaube, wir sind jetzt auch am Ende. Ja, also das war so ein bisschen Einblick in die ganze Geschichte. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. So, das war's. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Vielleicht noch ein Gedanke am Ende, jetzt wo ILM X-Lab das ganze Spiel in der Unreal Engine rumliegen hat mit den vielen neuen Features, die auch auf einer anderen Plattform ziemlich gut aussehen würden. Vielleicht ist euch ja aufgefallen, damals Vader Immortal hat zeitgleich mit der Quest-Version auch eine Rift-Version bekommen, also eine PC-Version und dann ein Jahr später eine PlayStation-Version. Tatsächlich, Oculus Studio hatte auch Vader Immortal komplett auf der PlayStation umgesetzt und jetzt halt auch Oculus Studio und ILM X-Lab dieses Spiel. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum nie eine PC-Version rauskam. Vielleicht ist ja auch jetzt die PlayStation-Version nur zeitexklusiv. Ich weiß es nicht. Ich würde es natürlich den Kollegen auf dem PC auch gönnen, dass sie dieses jetzt wirklich schön aufgepimpte Spiel auch noch auf ihrer Vorher-Hardware-Plattform dann eines Tages angucken könnten. Wäre eine feine Geschichte. Jetzt muss ich aber erstmal Mittag essen. Vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar interessante Kommentare für mich oder ein Däumchen. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in einem nächsten Video. Das kommt wahrscheinlich super bald. Bis dahin sind Mo von VR. Immer für euch da. Bye bye.